nach all den Verkehrsstrapazen auf der G318 sind wir jetzt links abbogen Richtung Süden und es ist einfach nur traumhaft. Heute gibt es zur Mittagspause einen Radi, den haben wir gerade auf der Straße gefunden. Da wird nämlich überall Radi angebaut und die kleinen Mopeds sind völlig überladen und da fliegt ab und zu mal runter. Und unsere neueste Errungenschaft in Snacks: Süßkartoffeln vorkochen. Kann man dann einfach am nächsten Tag schälen und mit Salz essen. Es ist so voll gut. Himmlisch lecker. Mhm. Und die speziell haben wir im Wasserkocher gekocht. Also wenn man im Hotel ist und nicht den Gaskocher anwerfen kann, den Benzinkocher, Wasserkocher macht es möglich. Wir radeln mitten durchs tibetische Hochplateau. Hier oben auf über 4000 Metern wechselt das Wetter schneller, als wir unsere Hosen an- und wieder ausziehen können. Auf Sonnenschein folgt Schnee, auf Schnee folgt Regen, auf Regen folgt Hagel und auf Hagel folgt Sonnenschein. Oder so ähnlich. Obwohl noch einige Pässe jenseits der 4000er Grenze vor uns liegen, fiebern wir vor allem einem Pass entgegen, dem 4708 Meter hohen Kuluke-Pass. Es soll der höchste Punkt unserer gesamten Reise werden. Wie es uns dabei wohl ergehen wird? Wir sind auf 4650, nicht ganz. Ja. Und der Berg heißt Rabbit Mountain. Und wir haben uns immer gefragt, warum. Aber wir glauben, wir haben entdeckt, warum der jetzt Haseberg heißt. Heute ist tatsächlich soweit, dass wir auf den höchsten Punkt unserer Reise rauffahren. Das haben wir zwar schon mal gesagt,
auf dem Akbaital in Tadschikistan. Aber diesmal Jetzt auf 4735 oder so ähnlich. Schauen wir mal, wie hoch es wirklich ist, wenn wir oben sind. Und wie man hört, die Luft ist jetzt schon sehr dünn. Jetzt gerade sind wir auf 4250. Also ein bisschen was haben wir noch vor uns. Wow, wir haben es geschafft. Jetzt sind wir auf 4708 Meter. Boah, ja, ist jetzt Offiziell die der höchste Verbindung, Punkt. der höchste Punkt unserer Reise. Vom höchsten Punkt der Reise geht es tagelang bergab, immer tiefer hinein in die Täler der Tibeter. Gebetsmühlen, die charakteristischen weißen Häuser, die wie kleine Burgen anmuten und goldene Tempel entlang der Berge. Rund um uns wird es wieder richtig lebendig. Jetzt sind wir tagelang durch die einsamen Berge gefahren und wie aus dem Nichts, wie es in China so üblich ist, Hochhäuser. Das ist echt immer wieder gigantisch, was man für Städte da in den Bergen findet. Die Stadt Xiangcheng, ganz im Süden von Sichuan, ist ein wilder Mix aus Tradition und Moderne. Neben schillernden Hochhäusern finden wir noch ein richtig uriges Restaurant. Unserer Erfahrung nach gibt es genau in solchen Hütten das absolut beste Essen. Und wenn wir von Essen in China reden, dann meinen wir nicht gutes Essen, sondern dann meinen wir das beste Essen der bisherigen Reise. Noch nie haben wir so oft so gut gegessen wie in China. Der Bestellvorgang läuft wie folgt ab. In diesen Kühlschränken befinden sich alle Zutaten. Man zeigt dem Koch, welches Gemüse man haben möchte und bekommt eine Tasse Grüntee, um die Wartezeit zu verkürzen. Währenddessen wird das Essen frisch über heißer Flamme im Wok zubereitet. Für uns gibt es heute Auberginen und jede Menge Sojasprossen. Dazu eine große Portion Reis. Gewürzt wird in Sichuan mit Sichuan-Pfeffer, Knoblauch, Ingwer, Zucker, Chili, Glutamat und Sojasauce.
Gegessen wird dann selbstverständlich mit Stäbchen. Richtig lecker. Wie lange haben wir jetzt noch am Campingplatz gesucht? Ewig. Ich glaube seit 2 Stunden. Fahren wir nicht mehr so langsam tretend, immer schauen, wo findet man irgendwas. Ja, wir wollten schon fast beim Homestay schlafen, oder wir wollten eigentlich beim Homestay schlafen. Aber da ist uns dann irgendwie gesagt worden, wahrscheinlich, dass da Touristen nicht schlafen dürfen. Oder, Ja, das war mit der Kommunikation ein wenig schwierig. Im Endeffekt haben sie uns weitergeschickt. Ja. Dann haben wir beim Hotel gefragt, das war viel zu teuer. Ja. Ja, auf Vödeln wollten wir schlafen. Das Problem ist, dass die Felder so riesen Ja. Gruben haben. Und jetzt sind wir da auf so einer Aussichtsplattform. Zukünftig eigentlich, oder? Ja. Ja, die ist eigentlich. Ja, auf den ersten Blick schaut das jetzt gar nicht so cool aus. Aber bei der Aussicht kann man sich wirklich nicht mehr beschweren. Heute ist der 2. Tag in der Schlucht und jede Kurve ist gigantisch, echt. Und es gibt viele Kurven. Aber der Steinschlag, der ist nicht ohne. Gehört trotzdem zu den absolut schönsten, imposantesten Routen, die wir jemals gehabt haben.